Wir gehen in einen Wettbewerb, wir vergleichen uns und das ist ein sehr wesentlicher Teil unseres Architekturjobs. Der Architekturwettbewerb begleitet uns im Architekturalltag sehr intensiv und ist auch ein Qualitätsmotor, denn über dieses sich Vergleichen in einen Wettbewerb sich auch diesen Vergleichen auszusetzen, fordert uns, an uns zu arbeiten, an unseren Projekten, an unserer Arbeitsweise weiterzudüfteln und über den Tellerrand hinaus zu sehen. Und wenn man dann zusätzlich noch in dem Kontext uns mit Beständen konfrontieren, dann schlägt ein weiteres Herz in mir sehr hoch, weil die Bestände und die gegebenen Strukturen unserer Orte, egal ob jetzt kleine Dorfkerne oder urbane Zentren, sind Teil unserer Identitätsstiftung, unserer Umräume, die uns prägen und die aufgrund ihrer gewachsenen Strukturen, ihrer räumlich-städtebaulichen Strukturen uns auch unsere Erinnerungen und unsere auch positiven Raumwahrnehmungen mitprägen und mit ausformulieren. Ich habe da jetzt gar nicht, um auf die einzelnen Projekte einzugehen, einfach mal kurz zusammengewürfelt, was einen, wenn man sich mit Aufstockungen beschäftigt, so unterkommt. Also ich glaube, das ist bei jedem Wettbewerb und bei jedem Projekt so das Schönste, ganz am Anfang, wenn man sich mal, und das machen, glaube ich, alle Kollegen genauso, wenn man sich mal in eine Recherche reinwirft und mal schaut, was gibt es so, was ist denn da so passiert, gerade bei den Aufstockungen und bei diesen ganzen Bestandsumbauten ist ja gerade ziemlich was los. Also diese Themen sind schon angesprochen worden, Ressourcen schonen, dann nicht mehr neu versiegeln, sondern mit den gegebenen gebauten Strukturen weiterzuarbeiten, weiterzubauen. Das ist natürlich das Thema der Zeit. Und wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und ins Arbeiten reinkommen, dann gibt es natürlich auch hilfreiche Seiten. Da gibt es schon eine super Datenbank von ProHolz, wo großartige Beispiele schon zu finden sind. Das muss jetzt nicht nur im urbanen Kontext sein, man kann sich auch kleinere Projekte ansehen. Es geht oft um dieses geschickte Detail finden, das eine größere Lösung zulässt. Also das ist natürlich auch dem Entwurfsprozess sehr stark geschuldet. Wir kommen, also ich habe mein Büro in Linz gemeinsam mit meinem Partner. Wir haben relativ früh nach der Uni mit unserem Büro und auch mit der praktischen Planungsarbeit so quasi gestartet und ganz neu oder wenige Jahre nach unserem Diplomabschluss ist uns dieses Haus über den Weg gekommen. Ein kleines Stadthaus in der Linzer Innenstadt. Wir haben eigentlich ein Büro gesucht mit Garten, weil wir damals frisch in der Selbstständigkeit sehr viel Zeit im Büro verbrachten und der Garten zu Hause so gut wie ungenutzt war. Und in dieser Phase ist uns dieser Bestand aus dem 16. Jahrhundert ist uns aufgefallen und war auch zu dieser Zeit zum Verkauf. Es ist das eine ins andere. Wir konnten uns dieses Haus aneignen, waren natürlich hochnervös mit der Situation und auch mit den ganzen Verantwortungen, die mit sich kommen, weil plötzlich ist man nicht nur in der Rolle des Architekten, man ist auch in der Rolle des Bauherrn, des Finanzierungskonzepterarbeitens und natürlich auch nebenbei das Architekturbüro, das man hier in diesem Bereich haben wir unser Architekturbüro im Stadthaus. Aber es geht da jetzt nicht nur um den Bestand, es geht hier vor allem um die Aufstockung. Und das ist im innerstädtischen, urbanen ist das eine große Herausforderung. Man muss sich vorstellen, in der Phase, wo nicht nur unten im Bestand, sondern auch die Aufstockung passiert, ist es wie eine Operation, ich sage es im Bestand auch, wie eine offene Wunde. Es leidet die Struktur des Hauses nicht, wenn man gut damit umgeht, aber es ist natürlich für die Nachbarschaft, für die Umgebung eine große Herausforderung. Da ist natürlich das Thema der Vorfabrizierung, Themen, die schon angesprochen wurden, ein sehr großes, um einen schnellen Ablauf der Baustelle zu gewährleisten, um hier auf gewisse Dinge auch schnell zu reagieren. Und ganz wesentlich ist aber davor natürlich, den Bestand so weit zu durchdringen und zu verstehen, um zu wissen, was ist jetzt in dem Kontext die richtige Antwort. Man sieht hier links unten den Bestand mit dem Dachstuhl, den alten, und
den Gegebenheiten. Es ist aus dem 16. Jahrhundert im Bestand sowieso schwierig gewesen. Schwierig will ich nicht sagen, aber die Themen sind natürlich vorhanden, dass die Räume sehr niedrig sind. Wir haben 2,20 Meter in den Bestandsgeschossen. Dem entgegen haben wir geschaut, dass wir im Erdgeschoss ein bisschen nach unten gehen. Ohne Keller war das möglich und das Dach haben wir abgenommen und hier eine 2,5-geschossige Aufstockung ergänzt und zusätzlich ein Thema, das uns bei Projekten hier in der Student Trophy auch verfolgt, eine zusätzliche Erschließung ergänzt, damit diese Geschosse nach heutigen Standards auch entsprechend erschlossen werden können. Ein Thema, das jetzt wahrscheinlich im Rahmen dieses Wettbewerbs nicht so laut ist, aber wenn es dann in die Realisierung in Zukunft geht von diversen Holzprojekten im Urbanen, ist die Logistik auf der Baustelle ein sehr großes, das meistens schon in der Planung mitgedacht werden muss. Wo kann ein Kran stehen? Wie kann ich die Fertigteile am besten packen und nachher im Objekt dann verbauen? Also das sind so Dinge, die natürlich in den ersten euphorischen Planskizzen noch nicht ganz so stark reflektiert werden, aber wo man schon damit rechnen muss, dass das irgendwann einmal im Laufe dann des Näherkommens der Realisierung irgendwo dann auch am Planungstisch aufschlagen werden. Und so sind wir dann im Stadthaus sehr bewusst mit den Materialien umgegangen. Wir haben alle bestehenden Holzdecken erhalten. Es sind nur ganz wenige Deckenfelder, die wir rausnehmen müssten, weil einfach das Holz aufgrund von nicht, wie soll man sagen, schlechter Wartung und feuchte Schäden, die Menschen verursacht waren, einfach nicht mehr zu ertüchtigen waren. Und ähnlich wie die Holzdecken im Bestand haben wir dann interpretiert in den Neubau auch wieder Holzdecken mit den jeweiligen Brandschutzauflagen, die halt entsprechend zu erfüllen sind, dann weitergezogen und die Aufstockung bestmöglichst in Holz umgesetzt. Alle Einbauten, um auch eine identitätsstiftende Zusammenfassung zu gewährleisten, haben wir dann mit grünem Linoleum eingekleidet. Also alle Möbeleinbauten und das ist ja auch wieder in sich mit Holz sehr verwandt aufgrund seiner Inhaltsstoffe. Wenn wir im Urbanen aufstocken und ergänzen, geht es darum, nicht nur eine gute konstruktive Lösung, eine angemessene Lösung in der Architektursprache, im konstruktiven Aufwand. Es geht auch darum, dass wir schauen, was ist im Ganzen in der Komplexität angemessen oder wo muss man schauen, kann man es einfacher machen. Aber neben diesen Herausforderungen geht es auch ganz massiv darum, Lebensräume zu schaffen, Lebensräume mit Mehrwert, wo wir gerne uns aufhalten, wo vor allem beim Wohnen im urbanen Kontext das Einfamilienhaus auf der grünen Wiese nicht mehr relevant ist, sondern man bleibt gerne hier in seiner Wohnung in der Stadt, weil man viele Qualitäten hat und weil man hier ebenso einen schönen Nachmittag am Balkon zum Beispiel verbringen kann. Ja, und was ich ganz gern immer noch am Ende der Präsentation von unserem Stadthaus zeige, ist die Hofansicht und in dem Kontext nur ganz kurz der Exkurs. Es geht ja nicht nur um das Holz, das verbaut wird, es geht auch um das Grün, das gepflanzt wird. Wir haben eine Zeit mit starken Überhitzungsphasen. Der Baum in unserem Hof musste leider gefällt werden. Er war zu beeinträchtigt und wir haben die Gunst der Stunde und des Krans genutzt und haben noch den größtmöglichen Baum, der mit dieser Kranausladung zu transportieren möglich war, haben wir und auch mit dem Sattelanhänger in unsere enge Gasse befördert werden konnte, organisiert und der, sieht man hier auf dem Foto, ist nun das Herzstück unseres Innenhofs. Ja, und das führt mich gleich weiter zu einem Projekt, das uns sehr intensiv beschäftigt, Froschberg 2.0. Eine sehr große Wohnanlage in Linz, wenige Gehminuten vom Linzer Hauptbahnhof entfernt, direkt gegenüber. Rechts unten im Bild ist Linzer Google Sportstadion.
Und das sind bestehende Wohnbauten aus der Zwischenkriegszeit, die tatsächlich größere Sanierungen bisher nicht erfahren haben. Das heißt, es gibt oder die Holztreppen in den meisten Stiegenhäusern, es gibt Holzdecken zwischen den Wohnungen und es sind maximal, also was schon passiert ist, sind die also die WCs am Gang sind irgendwann einmal in die Wohnungen integriert worden. Es ist so dieser Zenitpunkt, wie lange kann die Wohnung oder die Wohnanlage ohne Sanierung bestehen bleiben. Wir haben das Thema, es ist ein Genossenschaftswohnbau, wir haben hier zudem die Fördersätze und gewisse Auflagen, es ist gar nicht so leicht mit diesen Beständen umzugehen und natürlich auch die unbefristeten Mietverträge der Bewohner, die sich dort auch sehr wohlfühlen, muss man auch ehrlich oder Gott sei Dank betonen. Und wir sind mit der Planung beauftragt worden, dass die Wohnanlage saniert werden muss, aber neben der Sanierung soll nicht nur die Sanierung, sondern auch eine Nachverdichtung hier Platz finden. Und das Thema der Nachverdichtung ist dann nicht nur mit der Nachverdichtung und mit den zusätzlichen Ergänzungen die Finanzierung der Sanierung der Bestände zu ermöglichen, sondern auch, was man vielleicht ganz leicht auf diesem Bild erkennt, wir haben hier von der südlichen Straße bis rauf zur nördlichen Straße ein Gefälle von im Schnitt 10 bis 12 Metern und das große Ansinnen ist ja auch, dass mit den Verbindungsbauten eine barrierefreie Durchwegung, also man sieht hier in diesem Plan diese Verbindungs- oder diese Schlüsselbauten, zu denen man barrierefrei hinkommt. Dort gibt es Liftergänzungen, über die man dann noch in die nächste Ebene fährt, wieder barrierefrei auf die nächste Straßenebene anbindet und so kann es sein, dass man mit dem Einkauf im Trolley oder mit dem Lastenrad unten von der Einkaufsstraße, das habe ich vorher falsch gesagt, die ist im Norden, von der Einkaufsstraße mit dem Einkauf bis raufkommt, wo vielleicht die Wohnung wirklich dann am südlichen Ende dann platziert ist. Diese ganzen Zwischenbauten und Infrastrukturbauten sind aus Holz. Die werden in Holz gefertigt. Sie birgen dann nicht nur die infrastrukturelle Verbindung durchs Areal, sondern auch Gemeinschaftsflächen, sei es eine Gemeinschaftsküche oder Gemeinschaftsfahrradwerkstätten, Coworking-Bereiche, also alles, was im Prinzip gerade zeitaktuell uns beschäftigt und jetzt auch natürlich für Student Trophy-Projekte auch sehr relevant sind. Zusätzlich, und das ist natürlich der Grund, warum ich das Projekt hierher zeige, ist die Aufstockung der Bestände. Wir können nach statischen Berechnungen die Bestände mit 2 bis 3 Geschossen ergänzen. Das setzt natürlich voraus, dass man sich mit der Aufschließung, mit der Erschließung beschäftigt, Treppenhäuser entsprechend ergänzt. Lifte gibt es zeitaktuell noch keine, der Bauzeit geschuldet. Das heißt, wir brauchen natürlich auch die Barrierefreiheit und entsprechend Liftstrukturen. Diese sind bei uns in diesem Projekt mit einer Laubengangstruktur ergänzt. Das heißt, wir haben vor allen Gebäuden ein Regal, über das die Treppenläufe und auch angedockten Lift. Schönes Thema ist hier, dass die Genossenschaft unabhängig von dem Druck der Förderrichtlinien sich dazu entschieden hat, die Lifte als Fahrradlifte auszuführen, was natürlich bedeutet, dass die Bewohner ihre Räder, die ja in der Wertigkeit auch steigen, weil sie zu Elektrorädern und Lastenrädern immer mehr Einzug finden, was sehr positiv ist, die können ihre Fahrräder über diese Lifte mit zu ihren Wohnungseingangstüren nehmen und haben dann dort genügend Platz. Das sieht man vielleicht hier auf dem nächsten Blatt. Also das ist einmal ein Regelgeschossbestand, Regelgeschoss Neubau und die haben dann davor breite Brücken vom Laubengang zu den Wohnungen, wo eben die Fahrräder und auch Kinderwegen Platz finden können. Ich sage es ganz offen, da sind wir gerade auch in einer heißen Diskussion mit der Stadt, weil Brandschutz, Fluchtweg, da gibt es gleich ein paar ganz mahnende Worte, die auch alle Berechtigung haben, aber wir müssen natürlich auch gegenüberstellen, Brandschutz ist wichtig, keine Frage, aber wir dürfen nicht an allen Ecken und Enden unsere Lebensqualität und unsere Lebensräume deswegen
einschränken oder irgendwo ja, eigentlich Minderqualität machen, weil es sind eigentlich unsere Aufenthaltsräume. Und genauso wie jeder, der aus dem Einfamilienhaus rausgeht und die grüne Wiese genießen will, ist es doch da auch angemessen, dass man rausgeht, einen schönen Vorplatz hat, wo man seinen Blumenstock oder auch sein Fahrrad, also das ist so dieses Identitätsthema, hier bin ich zu Hause, das ist mein Daheim. Und diese Dinge werden wir nicht nur in der Aufstockung ergänzen, sondern natürlich auch in den Bestandsgeschossen, um diese erstens barrierefrei zu erschließen und auch entsprechend mit Qualitäten zu versetzen, sei es dann auch diese Balkonstrukturen. Natürlich auch hier, so wie ich es vorhin bei unserem Stadthaus schon geschildert habe, geht es nicht nur um dieses Infrastrukturelle, sondern es geht dann im Holzbau vor allem darum, den Bestand zu verstehen, wo sind die konstruktiven Achsen und wie setzt man sich in dem Fall in modularer, also in modularer Bauweise auf diesen Bestand auf, wie können wir eine schnelle Bauabwicklung bewerkstelligen im Zuge dessen, dass ja alle Bestandswohnungen unbefristet oder eben vermietet sind. Jetzt ist es schwer möglich, ganze Gebäudetrakte frei zu bekommen. Also die sind tatsächlich zu großen Teilen vermietet und entsprechend schnell muss die Decke über der obersten Wohnung wieder dicht sein, damit der Regen nicht durch die Decke kommt während der Bauphase und auch die Lärmbelästigung und Belastung, Emissionen, Staub und so weiter kurz gehalten werden und die Bewohner hier schnell durchkommen durch diese Phase. Ja, so soll es ausschauen. Man sieht hier an den Stirnseiten die zweigeschossige Aufstockung, die dann weiterführt, oder hier diese Zwischenbauten, die die Infrastruktur übernehmen, wo man dann mit Liften auf die nächste Straßenebene gelangt, um schön barrierefrei durchs Areal spazieren zu können. Bringt mich zur nächsten Folie und zum heutigen Termin. Wir treffen uns ja hier alle zum Kick-Off. Es ist der nächste Termin ein sehr wesentlicher, das ist der 6. März. Da sollen dann die Arbeiten, bis dahin sollen die Arbeiten eingereicht und abgegeben werden. Das ist noch eine schöne Zeit bis dahin, aber wenn man sich intensiv mit einem Projekt beschäftigt, dann wird man nachher sehen, die Zeit braucht es dann manchmal auch. Es wird am 21. Mai 26 die Preisverleihung hier an der TU Wien Platz also stattfinden. Und damit das alles passieren kann, werde ich jetzt kurz auf den Wettbewerb und auf die Projekte eingehen und den ganzen Ablauf kurz nochmal erläutern. Also die Aufgabenstellung hier ist, sich mit dem Nachverdichten und Erweitern von Beständen und Gebäuden zu beschäftigen und vor allem die Auslotung und das Erarbeiten der Qualitäten und Möglichkeiten, die mit Holz hier zu finden sind. Also es geht darum, dass man sich intensiv mit diesem Werkstoff beschäftigt, intensiv mit dessen Eigenschaften, intensiv ausprobiert, was im Kontext mit den Projekten dann möglich ist und so zu Lösungen kommt, die sich auf die jeweilige Situation dann auch gut einstellen, sei es kurze Montagezeiten oder eben auch Vorfertigungsgrade, die ganz wesentlich sind. Und natürlich geht es darum, qualitative Räume zu schaffen und ein Teil der zukünftigen Baukultur zu sein mit diesen Projekten. Denn das ist das, was mir sehr am Herzen liegt, dass wir und ihr die Generationen seid, die dann die zukünftige Baukultur prägen. Alles, was wir planen, alles, was wir errichten, ist das, was dann unsere Kinder, Kindeskinder als Erbe von uns erhalten und da wünsche ich denen schon, dass sie ähnlich qualitative Bestände noch vorfinden, so wie wir sie, oder auch Neubauten dann, aber Bestände, so wie wir das noch dürfen. Der Motor oder die Motivation ist natürlich auch ein Preisgeld, das finde ich eine sehr tolle Geste und Botschaft ist. Es ist der Preis mit insgesamt 21.000 € dotiert. In dem zweistufigen Verfahren werden dann 3 Siegerprojekte, also je Bauplatz ein Siegerprojekt und 6 Anerkennungen, je Bauplatz 2 Anerkennungen ausgewählt. Das Siegerprojekt darf dann mit 4.000 € nach Hause gehen und die 2 Anerkennungen zu je
je 1500, was dann schon so ein schönes Danke ist für die großartigen Beiträge und auch den Einsatz und die Motivation, die in den Projekten drinsteht. Es ist sehr schön, sich in einer Juryrunde zu befinden, wo wirklich alle wesentlichen Planungsbereiche so fundiert abgedeckt sind. Und das ist natürlich dann für mich als Vorsitzende eine großartige Stütze. Ich wiederhole es nochmal. Kurt Böck, der sich ganz intensiv mit dem Tragwerk beschäftigt, Christoph Weißenseher, der massiv in der Praxis, in der Umsetzung der Projekte verwurzelt ist, und Frau Boleres, die in der Holzforschung auch Inputs bringen wird, die sehr besonders sein werden. Ja, und ganz oben nur ein Foto noch von mir, eben Juryvorsitz. Wie beurteilen wir? Natürlich geht es um architektonische Qualitäten, wie auch städtebaulich, wie wird auf den Kontext reagiert, wie wird die neue Struktur mit der alten verbunden, wie sind die konzeptiven Ansätze und Konzepte zu den Ideen. Und das ist natürlich mal ein sehr wesentlicher Parameter in diesem Beurteilungskatalog. Es zählt zu diesen Kriterien dann auch das Funktionale, wie werden die Räume genutzt, wie werden die Flächen belegt, wie werden Grundrisse strukturiert, wie greifen die Funktionen ineinander, wie werden Erschließungen geschickt positioniert, was sind die Raumqualitäten hinsichtlich Raumtiefen und so weiter. Also das sind lauter Dinge, die wir reflektieren und besprechen und anhand der Projekte dann diskutieren und auch in das Auswahlverfahren damit gehen. Wesentlich natürlich, weil es ein Holzbauwettbewerb ist die konstruktive Lösung, die Holzbaulösung. Die wird uns sehr schwer beschäftigen. Wie sind die konstruktiven Ansätze? Wie wird mit den Ansätzen auf den Bestand reagiert? Und wie zeichnet es sich dann auch und das dürfen wir natürlich in diesen ersten sehr abstrakten Planungsphasen, ich sage abstrakt dessen, weil wir noch weit weg sind von einer Umsetzung, wie stellen wir das dar? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie kann diese Entwurfsidee am Plakat Platz finden, sodass sie einer Jury dann auch das Projekt sich gut erschließt und erläutert. Ökonomischer, rationaler Umgang mit Ressourcen. Wir haben das Thema Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit schon sehr oft gehört. Ich glaube, das sind auch Dinge, die man zwar wiederholt, aber es hat sich, denke ich, schon sehr viel verankert. Es steht hier noch auf den Folien, weil es wesentlich ist und weil wir es natürlich auch hier als Beurteilungskriterium mit in die Runde nehmen. Ich habe vom Herrn Kollegen Bock noch eine Folie dazu bekommen. Der wollte heute, dass ich hier noch kurz seine Anregungen mit erläutere. Und es ist ihm ganz wichtig, dass die Lesbarkeit, das was ich jetzt schon angedeutet habe, sehr allgemein auf den Wettbewerb und auf den Beitrag, auf das, was als Projekt hier erarbeitet wird, wie das dargestellt wird, ist es für ihn nochmal wesentlicher, die klare Lesbarkeit dieser entwickelten Tragwerkstrukturen, der vertikalen, horizontalen Lastableitung in den Darstellungen auch so zu transportieren, dass es für eine Jury schnell auffassbar ist. Wir sind zwar, trauen wir sagen, alle Profis, aber je mehr auch in dem Denken der Wettbewerbsdarstellung sich manifestiert, dass es wichtig ist, die Kernbotschaften gut zu transportieren, Themen des Konstruktiven, die eben extra für diesen Wettbewerb entwickelt wurden, wo viele Monate in diese Arbeit eingeflossen sind, dass die über diese Darstellung natürlich, also da ist die Darstellung ein wesentlicher Faktor, dass diese 3-4 Monate Arbeit, dass die auch wirklich ankommen und dass da der Fokus im Aufbereiten der Wettbewerbspläne auch nicht übersehen wird. Gebäudeaussteifung ist auch noch ein Thema, Ableitung der horizontalen Lasten, Wind, Erdbeben und außerplanmäßiger Schiefstellungen und so weiter. Das sind schon viele Anregungen vorhin kommen von Herrn Kollegen Oster und ich glaube, das ist was, wo ihr auf alle Fälle auch über Recherchen noch viel weiteres findet, was euch bei euren Projekten beschäftigen wird.
Ganz kurz zu den Teilnahmekriterien. Es ist ein offener Wettbewerb für Studierende, international. Es sind alle Studenten, die in der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen Wintersemester 25, 26 inskribiert sind, herzlich eingeladen, sich an diesem Wettbewerb zu beteiligen. Und es gilt noch als wesentliche Information, dass das Team aus mindestens 2 Studierenden, also es sind 2 bis Gruppenarbeiten also 2 Personen erforderlichen Gruppenarbeiten sind gewünscht und auch toll, weil der Austausch natürlich auch ein anderer ist, als man kocht die ganze Zeit an seiner eigenen Suppe. Wenn die Zusammenarbeit dann noch interdisziplinär ist, über die Planungsbereiche hinaus, Tragwerksplanung und so weiter mit Kollegen, dann ist natürlich dieser Bonus, der auch nicht nur für uns, sondern für euch im Erarbeiten der Projekte sicher sehr interessant ist. Dann geht es zu den Bauplätzen, die ich finde, dass eine sehr spannende Durchmischung ist. Also wir haben 3 Bauplätze, die in einem schönen Dreieck zueinander stehen, im Schnitt so um die 300 Kilometer voneinander entfernt. Wien, München, Laibach, die im urbanen Kontext unterschiedlicher nicht sein können. Wir haben ein innerstädtisches Projekt in Wien hier, die Heimstätte für Obdachlose, ein Blockrandgebäude, das mit seiner historischen Struktur natürlich ganz andere Themen mit sich bringt als das Projekt in München oder das Projekt in Laibach, aber da werde ich jetzt gleich direkt in die einzelnen Projekte einsteigen und kurz die wesentlichen Punkte erläutern. Es ist in der Ausschreibung beziehungsweise auch auf der Homepage von Broholz zur Student Trophy relativ gut erklärt und erläutert, was bei den Projekten relevant ist und welche Informationen, also dort gibt es auch Informationen zu Bestand und Umgebung. Wien ist ein Gebäude vom Architekt Pletschnik 1907 errichtet unter den Einflüssen der Rezession. Jugendstil ist in der Fassade sehr offensichtlich. Es wird aktuell genutzt als ein Obdachlosenheim von der Caritas und soll in seinen Beständen oder in seinem Bestand durchleuchtet werden. Es hat eine sehr klare Struktur verfügt über ein Souterrain und 2 Vollgeschossen darüber sowie einem flach geneigten Dach. Vielleicht gehen wir, oder nur ganz kurz, es liegt in Wien-Währing im 18. Bezirk. Es liegt in einer klassischen, uns sehr vertrauten, in Wien vertrauten Blockrandbebauung. Es liegt in einer gewachsenen Struktur, somit ist infrastrukturell in der Umgebung alles gegeben. Also alles, was auch dort natürlich für das Thema der Beherbergung von Menschen, die es vielleicht nicht ganz so leicht haben, wichtig ist, dass sie rundherum Infrastruktur haben und nicht nur auf den Ort an sich angewiesen sind. Das Projekt selber ist aufgrund dieser Historie ein sehr besonderes. Ich habe schon die Jugendstil Fassade angemerkt. Es ist ein sehr breites Mittelrisalit, das nur zur linken und rechten noch ein Fenster, eine Fensterbreite übrig hat. Und das ist natürlich für die Aufstockung oder für den Umgang mit dem Bestand ganz wesentlich, sich auch mit dieser Fassadenstrukturierung, mit diesen Gestaltungselementen zu beschäftigen, um eine angemessene Aufstockung, Erweiterung nach oben dann auch hier zu finden. Es ist in der Aufgabenstellung definiert, dass es 2 bis 3 Vollgeschosse aufgestockt werden können. Wir haben im Bestand eine Tragstruktur, die hier im Hausinneren mit 2 Achsen ausgelegt ist und dann natürlich straßenseitig und hofseitig die beiden Außenfassaden. Es kann das Dach zurückgenommen werden, wenn ich es aus den Plänen richtig rausgelesen habe,
müsste statisch sowieso entsprechend ertüchtigt werden. Das heißt, man kann da schon überlegen, wie man statt dem schrägen Dachzuschnittes sich mit der neuen Geschossdecke dann auseinandersetzt. Es ist, so wie ich es vorhin schon von Fassade und Mittelrisalit, das sieht man da jetzt nur mal kurz den Sprung hier in der Fassade, wie man sich mit dem in der Aufstockung beschäftigt, ein Thema, aber natürlich auch, wie bettet sich die Aufstockung in das umgebende Umfeld, in den Kontext des Straßenzuges ein, wie erscheint es, beim Blockrand ist es dann doch sehr wesentlich, es gibt eine Straßen- und eine Hofseite, wie reagiert es auf den Straßenraum in der Aufstockung, wie reagiert es auf die Hofseite. Das ist alles natürlich mit diesem Projekt dann auch zu reflektieren. Es sollen die Nutzungen der Beherbergung oder dieser Heimstätte für Obdachlose soll erweitert werden. Es gibt Raumfunktionen im Bestand, die sind in den Bestandsplänen ganz gut erklärt, die sollen auch während so quasi Bau so bestehen bleiben oder während der Umbaufase, aber man kann dann entsprechend nach oben ergänzen mit einem Raumprogramm, das zusätzliche Unterkünfte bietet oder Tagesstrukturen, ebenso Lern- und Therapieräume sollen in diesen neuen ergänzten Flächen Platz finden. Ja, alle Projekte, das ist jetzt nur hier exemplarisch an Wien, haben alle möglichen Informationen werden bereitgestellt. Es gibt die Grundrisspläne, es gibt Schnitte, es gibt Ansichten, es sind Lagepläne, es sind manchmal auch Panorama von den Straßensituationen oder was auch immer. Also es ist wirklich eine fundierte Aufbereitung von Plan- und Informationsmaterial, das sehr hilfreich ist für die Ausarbeitung des Wettbewerbs. Zuzüglich gibt es dann gibt's bei allen Projekten dann noch die Themen oder die Daten, die wesentlich sind dann für die Abgabe, das heißt das Logo von Broholz Student Trophy. Dann gibt es auch ein Submission Poster, das heißt, wir haben ein Layout, anhand dessen die Arbeiten dann bitte aufbereitet und abgegeben werden sollen. Wir spazieren weiter nach München. München ist ein Bestand aus 9 Gebäuden, ein Ärztehaus. Es liegt sehr speziell, also man sieht es hier schon, auf einer Verkehrsinsel, mehr oder weniger in einem Grünzug eingebettet und hat so auch eine Lage, die städtebaulich sehr, sehr interessant ist und wo auch hier mit dem Thema Hochhaus gespielt werden kann. Wird dann später noch in der Aufgabenstellung erläutert. Vielleicht ganz kurz, es ist die Lage südlich des Münchner Stadtzentrums. Die Gegend ist geprägt von Wohn- und Geschäftshäusern und eben auch den schon beschriebenen Grünzonen rundherum. Es ist der Bestand aus 9 Baukörpern mit 2 bis 8 Geschossen, sehr, wie soll man sagen, sehr expressiv. Ich gehe da gleich auf die nächste Seite. Es sind ineinander versetzte Kuben, die einen gemeinsamen Hof bilden und entsprechend Durchlässe auch zu der Umgebung oder zu den aufschließenden Flächen bieten. Der Bestand an sich ist eine Stahlbetonstruktur mit vorgehängten Fassadenelementen. Das heißt, wir haben hier statisch das Potenzial, dass wir die Bestände um 2 bis 3 Geschosse aufstocken, aber bei mehr wird es dann natürlich schwierig, was die Strukturen erlauben in ihren statischen Fähigkeiten. Es gibt auch zu diesem Projekt wieder eine sehr gute Fotodokumentation auf der Broholz-Seite, kann jedoch auch anregen oder möchte anregen, wenn man sich für einen Standort entscheidet, bitte auch sich die Zeit zu nehmen, hinzufahren und sich die Lage vor Ort auch anzusehen, es wirken zu lassen, weil man dann natürlich ein Projekt und die umliegenden Einwirkungen auch gut versteht und entsprechend ins Projekt einwirken lassen kann.
Ich habe schon vorhin angefangen. Es ist eine Aufstockung von 2 bis 3 Geschossen in Holzbauweise möglich. Es ist nicht notwendig, dass hier alle Bauteile angegriffen und aufgestockt werden. Das ist entwurfsabhängig. Das ist Teil von einem Konzept, wo man sich mit dem Bestand beschäftigt, vielleicht auch städtebaulich. Wo ist ein Hochpunkt möglich? Was verträgt die Umgebung? Wo ist es gut, wenn man präsent ist? Soll man sich mehr zurücknehmen? Es ist hier das Potenzial gegeben einer vertikalen Nachverdichtung von bis zu 60 Meter. Das macht natürlich die Aufgabe umso spannender. Wenn wir auf 60 Meter uns in die Höhe strecken, ist sehr klar, dass die Bestände in seinen statischen Strukturen nicht tüchtig genug sind, und dann muss man sich natürlich über eine zusätzliche Lastableitung Gedanken machen, und die ist in dem Fall in dem Projekt sehr wesentlich dann, weil das natürlich die Bestände darunter, die Charakteristik von diesem Haus sehr prägen wird, wenn die Stützenstrukturen außerhalb, vielleicht aber auch innerhalb der Gebäudestrukturen nach unten führen. In diesem Projekt geht es darum, dass dass grundsätzlich Wohnkonzepte entwickelt werden. Es soll in der Aufstockung Wohnen Platz finden. Das heißt, es soll hier eine gut durchdachte Grundrissstruktur entwickelt werden, eine flexible Grundrissstruktur, die auch auf sich verändernde Lebensumstände anpassen kann, die mit uns und unseren zukünftigen Generationen sich mitentwickeln kann und auch in entsprechendem Ausmaß, je nachdem wie viel Fläche generiert wird, ist natürlich gut, wenn entsprechend Gemeinschaftsflächen, Coworking Space, Treffpunkte definiert werden, die auch das Leben miteinander und das Leben in einem größeren Gefüge attraktivieren und auch positiv beeinflussen. Es ist bei jeder Nachverdichtung, so wie auch vorher bei dem Projekt Froschberg 2.0, ein sehr heikles, wenn es schon ein Bestand ist mit Bewohnern, die ihre Situation kennen und eigentlich keine Veränderung wollen in meisten Fällen. Und dann geht es schon auch darum, was kann man zurückgeben für den Faktor, dass mehr kommt, und wie stellen oder wie entwickelt man eine qualitative Erweiterung, die nicht auf Kosten von bestehenden Strukturen dann Platz findet. Wir kommen zum dritten Bauplatz, Laibach. Hier finden wir 2 Wohnheime für Studierende. Es ist hier eine weniger urbane Situation als in den vorherigen Projekten. Es ist mehr so der Einfamilienhausteppich rundherum. Die 2 Studentenwohnheime sind in den 80er Jahren entstanden. Seit den 50er Jahren sind dort in der Gegend vermehrt so Wohnheime und Unterkünfte aufgrund Universitätsnähe gebaut worden, mit dem Mehrwert der Grünflächen der umliegenden, mit dem Mehrwert der Sportflächen, was natürlich für die Studenten und für die Studentenheimbewohner sehr attraktiv ist. Die Baukörper sind komplett ident gebaut. Sie weisen eine Hofstruktur auf mit Erschließung im Innenhof. Die Erschließung ist aktuell ohne Lift. Es gibt rein die Treppenhäuser. Es wohnen aktuell so um die 450 Personen in den Häusern. Und ganz wesentliches Element, da komme ich dann später noch drauf, sind die Bauteilfugen. Hier sehen wir nochmal die Fotodokumentation zum Projekt. Da möchte ich auch auf diese Hofstruktur nochmal hinweisen. Wie kann eine Aufstockung der Hofstruktur gut tun? Wie kann die zukünftige Erschließung Platz finden, oder bleibt man bei den Stiegenhäusern, ergänzt man nur mit einem Lift? Das ist ganz wichtig. Auch wie werden diese Gemeinschaftsflächen über den Hof wieder erschlossen? Man geht über den Hof zu den Stiegenhäusern. Wie schaffen wir hier attraktive Aufenthaltsflächen und Verweilflächen? Auch dieses gemeinsam Kommunikative ist natürlich fast aufgesetzt für diese Hofflächen und würde dem gemeinsamen Zusammenwohnen auf alle Fälle gut tun.
Ich habe es gerade angesprochen, die vertikale Erweiterung ist auch hier das große Thema mit 2 Geschossen in diesem Fall. Die Dachstruktur kann entfernt werden. Es soll die neue Aufstockung natürlich im Weiterspielen des Bestandes einer klaren architektonischen und strukturellen Konzeptionierung folgen, also sich sehr stark mit dem, was im Bestand vorgegeben ist, auseinandersetzen, aber das heißt jetzt nicht, dass es keine also es kann auch aus dem eine ganz neue Struktur sich oben entwickeln. Es geht schlichtweg darum, wie geht es im Kontext, in Kommunikation mit dem Bestand, wie wird das logisch weitergespielt. Die Erschließung und Barrierefreimachung der Erschließung ist ein Thema und großes Thema dieses Projektes. Es sollen insgesamt 150 bis 180 Unterkünfte in unterschiedlichsten Typologien, von Einzelzimmern über bis Wohngemeinschaften, also größeren Wohnungen, wo mehrere Personen sich die Wohnung teilen, Platz finden. Es können auch Einheiten oder kleine Wohnungen für zum Beispiel alleinerziehende Eltern, vielleicht aber auch ein Pärchen mit Kind, wie auch immer, so junge Familien, die neben dem Studium hier wohnen. Und natürlich, gerade bei einem Studentenheim ganz wesentlich die Gemeinschaftsflächen, die die Studierenden dann in ihrer Freizeit nutzen können und möchten. Tragende Struktur, Lastableitung, das ist bei allen Projekten ganz wichtig, sich anzuschauen, wie ist der Bestand gebaut, wie ist er konstruiert. Thema des Erdbebens begleitet uns vor allem auch in Laibach, also ein ganz wesentliches. Da kann man mit der Qualität von Holz natürlich gut reagieren und ich habe es vorhin schon angemerkt, es gibt hier auch das Thema der Gebäudetrennfuge, die findet ihr in den Grundrissen. Sie zeichnen sich ab durch doppelte Wandelemente. Diese sollen beibehalten werden und auch in der Aufstockung sich wieder abzeichnen. Ob nach außen ist jetzt nicht gefordert, aber natürlich im Konstruktiven. Die bereitgestellten Unterlagen habe ich vorher in der Folie schon kurz gezeigt. Also das sind einige wesentliche Elemente, die zum Planen relevant sind, aber auch die dann für die Abgabe der Wettbewerbsbeiträge wichtig sind. Ich zähle es jetzt nicht mehr auf, weil ich das vorher schon ganz gut und umfangreich gemacht habe. Und mit all diesen Informationen und dem Erarbeiten der Projekte wird es dann ernst, wenn man immer näher zum Abgabetermin kommt. Da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, bitte nicht ausreizen. Es gibt so die unerwarteten Dinge, die kurz vor einer Abgabe aufpoppen, sei es, in dem Fall wird nicht geplottet, aber irgendein digitales Problem am Computer oder was auch immer oder Internet. Also Zeit genug, früh genug abgeben. 6. März ist der Stichtag. Die Uhrzeit 23:59 Uhr, sprich es muss noch am 6. März einlangen. Die Projekte sind auf Projektplakaten, die als Vorlage schon mitgegeben wurden in der Auslobung, 70 mal 100 cm das Layout aufzubereiten und digital über die Webseite von Broholz Student Trophy hochzuladen, zuzüglich die Eingaben eurer Daten digital auf dieser Plattform zum Projektteam, eure Namen, eure ganzen Informationen mit abzugeben, ist eine Projektbeschreibung, maximal 2 A4-Seiten und ein ganz wesentlicher Punkt ist noch dieses maximal 3-Minuten-Video, wo ihr anhand eures Modells eure wichtigen Botschaften bringt, die euch bei diesem Projekt so quasi zu diesem Ergebnis geführt haben und was wichtig ist, dass wir als Jury dann von euch erfahren, um das Projekt auch bestmöglich zu verstehen. Ja, es ist schon gesagt worden, wenn Fragen aufpoppen, Frau Weger steht zur Verfügung, bitte über die Homepage oder direkt über Ihre E-Mail-Adresse Fragen zu stellen. Also es ist gerade in den frühen Projektstadien ganz gut, wenn irgendwo Fragen aufpoppen, stellt es. Es ist eine gute Übung für den späteren Berufsalltag, wenn ihr dann an Wettbewerben sitzt, die Fragen früh genug für sich auszuformulieren, weil dort, wo ein Fragezeichen ist, ist tatsächlich auch oft ein spannendes Thema im Projekt verankert.
Ja, und so bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, gutes Gelingen, viel Erfolg. Wir freuen uns auf viele schöne und inspirierende Beiträge und wünschen ganz viel Freude mit Holz, wie es vorher schon so schön gesagt wurde.